Zuerst ein Typ aus der Tür gerollt und er hatte eine Waffe in der Hand. Hallo und willkommen. Ich tue mich oft schwer damit, wirklich eine Verbindung zu meinen Zuschauern aufzubauen. Deshalb ist es mir heute besonders wichtig, nicht nur die Fakten zu nennen, sondern auch meine persönliche Erfahrung mit dem großen Einsatz am 3. Mai zu teilen. Ich war eigentlich wegen eines Interviews auf dem Kiez unterwegs, aber als ich ankam, war die Talstraße bereits abgesperrt und überall standen Polizisten. Zunächst wusste niemand so recht, was passiert war. Die Lage war unübersichtlich und es gab kaum Informationen. Erst nach und nach wurde es möglich, näher an den Ort des Geschehens heranzukommen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mit 2 jungen Herren sprechen, die sich in der Nähe aufhielten und die Situation beobachtet hatten. Diese exklusiven Zeugenaussagen bekommt ihr nur hier und sie liefern auch einen einzigartigen Einblick in den Vorfall. Zuerst ein Typ aus der Tür gerollt und er hatte eine Waffe in der Hand, dann hat er die eingepackt und ist dann über die Straße gegangen, weggelaufen. Ja. Wo kam ihr denn raus? Also was? Hier aus dem Haus, da wo die jetzt alle vorstehen. Okay, was ist denn passiert? Dann habe ich gesehen, wie so ein Typ so rausgetragen wurde, also so ein Mann wurde rausgetragen, dann habe ich seine Wunde gesehen und dann wurde mir klar, das ist eine Schusswunde, weil ich ja davor den Schuss gehört, also wir beide haben davor den Schuss gehört und sie hat ja die Waffe auch gesehen. Das war eine silberne Pistole. Genau, und da hat er da die ganze Zeit geschrien und dann, ja. Und dann ist irgendwann halt der Krankenwagen und so gekommen. Silberne Pistole, war das irgendwie mit einer Art Revolver oder kann man das irgendwie... Ich kenne mich da nicht mit Pistolen aus. Wann war das genau? So 16:50 Uhr, so ungefähr Und so. er hat die dann so eingepackt, die Pistole, und ist dann über die Straße und dann natürlich weggegangen. Könnt ihr was zu dem Mann sagen? Wie sah der aus? Ja, halt so wie ein Albaner. Also waren alles Albaner. So hat man Die haben ja gesehen. hier alle das Krux und so. Habt ihr gehört, dass er Albaner war oder ist das eure Vermutung? Na, ich habe gehört, wie die Albanisch. Ich bin keine Albanerin, aber ich höre, dass die Albanisch war. Und ihr wollt einfach einen schönen Tag hier verbringen? Oder was habt ihr? Wir wollten einfach mal Wein trinken. Hat nicht so geklappt. Doch, haben wir. Wunderbar, perfekt. Okay, danke. Wunderbar, vielen Dank. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einem Lokal in der Talstraße zu einem Streit unter mehreren Personen. Dieser eskalierte und plötzlich fiel ein Schuss. Ein 29-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sanitäter und ein Notarzt versorgen ihn vor Ort und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er noch am selben Abend notoperiert wurde. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Schütze konnte fliehen, die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein mit über einem Dutzend Streifenwagen, Spürhunden und dem Polizeihubschrauber Libelle, doch bis heute fehlt jede Spur vom Täter. Die Mordkommission hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Das war mein Bericht direkt vom Ort des Geschehens am 3. Mai. Wenn ihr mehr über organisierte Kriminalität auf der Reeperbahn erfahren wollt, hört gerne in meinen Kiezcrime-Podcast rein. Dort beleuchte ich alle Hintergründe eines ähnlichen Falls, bei dem ein albanischer Mann bei einem Streit um Drogen in den Bauch geschossen wurde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Like, Kommentar oder ein Abonnement. Hau rein!